2017, also wir arbeiten uns jetzt ja quasi in der Zeit zurück. Ja. Okay. Hast du das Analogfilmfachgeschäft Klick und So hier geöffnet. Und jetzt zeichnen wir auch gerade auf und du bietest hier also tolle, gewartete analoge Fotoapparate und Filmkameras an. Die erste Frage, warum stehen hier keine Super 8 Kaufkopien im Regal? Also wenn ich jetzt böswillig wäre, würde ich sagen, dafür interessiert sich keiner mehr. Also wenn ich noch böswilliger wäre, würde ich meine eigene Meinung zu Kaufkopien sagen. Also ich habe zu Hause in meinem kleinen Kino einen vollständigen Super 8 Film von Cabaret, diesem Spielfilm, der 1970 entstanden ist, mit Liza Minnelli. Und ich fand eigentlich schon als Jugendlicher es eher befremdlich, einen wunderbaren Spielfilm, der 1,5 Stunden lang ist, auf 25 Minuten gekürzt sehen zu müssen. Man könnte fast sagen, ich fand es unerträglich. Also deswegen hat mich das Thema eigentlich nie interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich die Filme, die manchmal heute so im Beifang dabei sind, wenn wir Geräte ankaufen, wenn ich das heute sehe, das ist fast alles super rotstichig geworden. Es gibt kaum noch Material, das man schön ansehen kann. Also sehe ich da eigentlich auch keine Möglichkeit, das zu verkaufen. Das war nie so mein Gebiet, die Kaufkopien. Naja, ich habe nur gedacht, im Prinzip, so für die, du hast ja wahrscheinlich auch internationale Kundschaft ab und absolut, an hier. Absolut, ne? Immer. Ja, ja. So ein Souvenirfilm, so ein alter über Berlin. Ja. Oder so eine DEFA-Kopie Berlin. Ja, ich glaube, da unterliegst du einem Missverständnis, weil diese ganze Kundschaft, also wir haben sehr viel asiatische Kundschaft auch, aus China, aus Japan, aus Südkorea, die auch durchaus was mit Super 8 machen wollen. Aber die haben ja keine Projektoren. Ne? Die würden das niemals sehen können, diese das Filme, ist natürlich ein Issue. Die scannen ihr Material, die haben das zu Hause auf dem Projektor, auf dem Computer. Das Thema Projektor ist, das merken wir hier auch im Laden, ist tot. Ist wirklich tot. Wir verkaufen im Winter immer noch so 5 bis 10 Eumich oder Bolex Stummfilmprojektoren. Da kommen dann ältere Herrschaften in den Laden und sagen, mein Projektor ist kaputt gegangen, ich würde aber die Filme gerne noch mal sehen oder neu sortieren. Dafür brauche ich jetzt noch mal ein Gerät. Da kannst du die Uhr danach stellen. Das fängt im November an, dass diese Geräte sich verkaufen. Wir haben tatsächlich den ersten auch schon wieder verkauft im November. Und es hört im März auf. Ansonsten ist das Thema Projektion völlig tot. Ne? Auch das Thema Schnitt, Filmkit, Klebefolien findet nur im Winter statt. Das ist klar. Ja. Das ist klar. Ich habe einfach gedacht, so als nette Ergänzung deines Portfolios, so 2, 3 Rollen über Berlin, aber ist ja egal. Naja, die Leute gucken schon sehr danach, wofür sie ihr Geld ausgeben. Ne? Und da sind Filme und Kameras nach wie vor sehr beliebt. Aber alles, was wir so drumherum haben, ich kaufe zum Beispiel liebend gerne aus Japan so Souvenirs ein. Ich sag mal alte Dinge von Fuji zum Beispiel. Ne? Also irgendwelche Döschen, wo Fuji draufsteht und irgendwelche netten Comics drauf sind. All diese Sachen, die haben wir hier. Oder Buntstifte mit Fujifilm drauf. Und es gibt eine bestimmte Klientel, die kauft es auch. Aber das sind sehr, sehr wenige, die dafür als Fanartikel quasi das faszinierend finden. Wie groß oder wie klein ist denn das Interesse hier im Laden an Super 8 oder Single 8 Produkten? Also das Interesse an Film ist ungemein groß, an Schmalfilm. Als ich angefangen habe vor 7 Jahren, hatten wir dann so in den ersten Monaten, hat es sich so rauskristallisiert, dass wir 20 bis 25% unseres Umsatzes mit Schmalfilm gemacht haben und den Rest mit analoger Fotografie. Inzwischen ist das tatsächlich halbe. Also wir verkaufen zu 50%
Schmalfilm und Super 8 Kameras. Wir haben weit über 3000 Kameras in den 7 Jahren verkauft, also alles Super 8, ganz, ganz wenige Single 8 Kameras, weil es immer noch mein Lieblingsthema ist, aber das kann man an 2 Händen abzählen. Aber weit über 3000 aufbereitete Super 8 Kameras, die wir ja hier mit einem Jahr Gewährleistung verkaufen. Das heißt, die Leute können sich darauf verlassen, wenn mal was dran ist, gucken wir, dass wir es reparieren können, oder aber wir tauschen das Gerät, was manchmal auch nicht anders geht dann. Und wer ist da so die Hauptkäufergruppe für die Produkte? Also die Hauptzielgruppe sind junge Leute, so zwischen 20 und 35. Leute, die entweder privat das für Projekte nutzen wollen, aber sehr, sehr viele, die das auch semi-professionell oder richtig professionell einsetzen. Also ich sag mal Hochzeitsfilmer zum Beispiel, ne? Hochzeitsfotografen, die zum Beispiel digital arbeiten als Fotograf, aber trotzdem nebenbei Super 8 Filme anbieten. Das ist, glaube ich, ein Geschäftsmodell, das sich so in den letzten 10 Jahren sehr vergrößert hat. Dann sind viele dabei, die machen kleine Modeclips, die bei den Firmen dann auf den Webseiten laufen. Und wenn man ehrlich ist, kannst du da ja gar nicht mehr unterscheiden, ob, wenn du das auf dem Handy siehst, ist das eigentlich mit 16 mm gedreht worden oder mit Super 8. Das ist so klein in der Wiedergabe, dass Super 8 da völlig ausreicht als Medium. Dann sehr, sehr, sehr viele Musikclips, nach wie vor Skater, die viel auf Super 8 drehen, und eben Leute, die das eher privat verwenden und so kleine Urlaubsfilmchen machen. Wenn man sich mal bei YouTube ein bisschen umguckt, wird man ganz viele Filme sehen, die sind so knapp unter 3 Minuten. Die sind also mit einer Kassette auf dem Urlaubstrip gemacht worden. Und da sieht man wunderschöne Sachen, viel aus Italien, viel aus Amerika, wo junge Leute eben ihre Reise mit der Super 8 Kamera begleitet haben. Und als letztes kann man vielleicht noch nennen, die echten Profis, sage ich mal, also viele Film- und Fernsehproduktionen, die in erster Linie tatsächlich fürs Fernsehen Super 8 wiederentdeckt haben. Manchmal ist es eine Kostenfrage tatsächlich. Der Fernsehen muss ja auch inzwischen sehr sparen, weil die GEZ-Gebühren nicht mehr in den Himmel reichen. Und die setzen eben Super 8 sehr häufig als Rückblende ein für ihre Produktionen. Wie viel kostet denn jetzt im Herbst 2024 so eine 15-Meter-Rolle Super 8 Film inklusive Entwicklung und Digitalisierung? Also der Film kostet 39,95 €. Entwicklung und Digitalisierung in 2K liegt bei 69,95 €. Wir sind jetzt also schon etwas über 100 € für 3,5 Minuten Film. Das muss man sich auch erstmal leisten können und wollen. Aber, das muss ich auch sagen, es gibt auch noch den klassischen Amateur. So ist es nicht. Es sind nicht mehr sehr, sehr viele, logisch, bei dem Preis. Aber es gibt sie noch. Wir haben hier einen Herrn zum Beispiel, der jede Woche immer freitags oder samstags reinschneidet und sich seine Ektachrom-Kassette holt. Ne? 59,95 €, kein Schnäppchen. Und der macht dann Reisen mit seiner Familie und zeigt das zu Hause auf dem Projektor. Also es gibt diese Leute noch, die so mit Film arbeiten, aber es sind nicht mehr viele. Ja, das ist klar. Du bietest ja auch unbelichteten Single-8-Film aus eigener Herstellung an. Wie funktioniert denn sowas? Wie produziert man selbst Single-8-Film? Ja, das ist ein ziemlich aufwendiger und schwieriger Prozess, der mit einer ökonomischen Entscheidung nicht zu rechtfertigen ist. Ne? Also das ist wirklich die Liebhaberei zum Thema Single 8. Das heißt, wir müssen immer gucken, gibt es irgendwo weltweit jemanden, der auf Super 8 vorbereitetes Material in größeren Längen, also so 600 Meter Spulen zum Beispiel, anbietet, dass wir verwenden können, um es in die Single-8-Kassetten zu füllen. Das ist immer schwierig, da jemanden zu finden. Und noch schwieriger ist es, das Material zu einem Preis zu bekommen, wo es sich einigermaßen noch rechnet, das dann in Single-8-Kassetten abzufüllen. Aber gerade in letzter Zeit ist es uns eigentlich ganz gut gelungen. Also wir haben unterschiedliche Fabrikate in der Single-8-Kassette. Über die Fabrikate darf ich leider nichts sagen, weil die Firmen das nicht möchten.
dass das gesagt wird. Das kann man sich aber teilweise, wenn man die Bezeichnungen der Filme sieht, kann man sich schon denken, was es ist. Wir haben ja jetzt neuerdings auch wieder eine Filmfertigung in Deutschland, die auch Schmalfilmmaterial anbieten. Das freut uns besonders, dass da jetzt der Markt tatsächlich noch mal etwas aufblüht. Auch dieses Material haben wir in der Single-8-Kassette. Und wir können das theoretisch hier selbst abfüllen. Wir haben so eine Maschine uns mal aus München besorgt von jemandem, der sich die selbst gebaut hatte. Aber wir haben hier so viel zu tun, dass uns das ein bisschen überfordert. Das heißt, wir arbeiten da mit einem netten Herrn zusammen, der auch eine solche Maschine hat und der füllt uns diese Filme ab, ist auch selber Single-8-Filmer und ist quasi sein bester Tester und kann immer gleich schauen, sind die Kassetten in Ordnung. Ja, und das funktioniert super. Es gibt eine Einschränkung dabei. Der Single-8-Film ist ja früher aus Polyester gewesen und passt nur so 15 Meter auch tatsächlich in diese Single-8-Kassette. Die anderen Filmmaterialien, die auch heute noch am Markt sind, haben ja als Träger Acetat. Das ist dicker und da passen dann nicht 15 Meter in so eine Kassette, sodass wir in der Regel 12 Meter abfüllen müssen. Aber wir sind nun weltweit die einzigen, die Single-8 noch anbieten und insofern da sind es eben nur 12 Meter. Wichtig ist, dass das verfügbar bleibt und dass die Leute mit ihren Single-8-Kameras weiterarbeiten können. Ich kann mir vorstellen, dass einige der Zuschauer gar nicht wissen, was der Unterschied ist zwischen Super 8 und Single 8, weil das Ursprungsmaterial ist ja identisch. Das Ursprungsmaterial und das Format ist identisch. Die Single 8-Kassette ist anders aufgebaut. So hinter mir sieht man eine, aber das ist wahrscheinlich schwer zu sehen. Die Single 8-Kassette ist eigentlich wie eine Tonbandkassette. Erster Vorteil, sie kann komplett zurückgespult werden. Damit sind Doppelbelichtungen und Überblendungen in jeglicher Länge möglich. Die Kassette hat eine Aussparung, sodass die Filmandruckplatte kameraseits vorhanden sein kann, so wie bei professionellen Filmkameras. Das bedeutet für Single 8, dass in der Regel das Metallandruckplatten sind und nicht wie bei der Kodak Super 8 Kassette so ein Plastikelement hinter dem Film. Das sind schon mal, ich sag mal, die wesentlichen Vorteile von Single 8, die heute noch zählen. Früher hat man immer gesagt, dass der Single-8-Film, dadurch, dass er aus Polyester ist, eigentlich das bessere Material ist, weil er A, viel elastischer ist und B, komplett reißfest. Also wenn du einen Acetatfilm, einen Super-8-Film in die Hand nimmst und versuchst, ihn durchzureißen, ist er sofort durch. Wenn du das mit einem Single-8-Film machst, keine Chance. Ja. Das ist natürlich ein viel strapazierfähigeres Material, aber dieser Vorteil spielt nun heute keine Rolle mehr.